soll man ja eigentlich nicht isolieren. So wie ich das sehe, sollte das hier oben safe sein. Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge. Es geht weiter. Wir haben richtig viel zu tun. Wir werden heute mit der Isolierung und dem ganzen Unterbau jetzt mal anfangen. Wir werden natürlich ziemlich viele Nietmuttern reinsetzen müssen und gucken, wie wir die legen. Da müssen wir uns heute mal die Karten legen. Außerdem müssen wir die Flatterholme hier heute entfernen. Ja, einiges zu tun. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Erstmal holen wir Strom und die ganzen Werkzeuge und dann würde ich sagen, arbeiten wir uns von links nach rechts, von hinten nach vorne. Das klingt vernünftig. Also, Attacke. Flatterholme sind draußen. Wir machen jetzt hier noch das restliche Gummi ab. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir erstmal grob planen, wo wir unsere Nietmuttern hinsetzen und unsere Unterkonstruktion. Und dann auch schon anfangen mit Isolieren. Geht's hier endlich mal rund? Dann geht's endlich mal rund hier. So, weiter geht's. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen Gedanken um unsere Bettkonstruktion gemacht. Wir wollen die nämlich relativ hoch haben, sodass man doch relativ leicht nach unten rankommt und was verstauen kann und einfach viel Platz hat. Wir haben ja Höhe ohne Ende und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das alles bauen. Dazu ist es aber wichtig, dass wir die Radkästen verkleiden. Und bevor wir das tun können, machen wir jetzt da unten erstmal schön Armorflex. Und bevor wir das machen, müssen wir jetzt erstmal alles putzen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal aufhören mit Reden und ein bisschen was arbeiten. Weniger reden, mehr arbeiten. Okay, also es geht weiter voran. Ich habe jetzt gerade noch mal eine halbe Stunde gearbeitet. Bin zurück und Fabi hat hier schon richtig schön weitergemacht. Und jetzt ist ein wichtiger Punkt. Und zwar, Schatz, erklär mal. Ja, also ihr seht ja hier diese kleinen Nupsis, die von außen die Seitenlinien, also die Verzierleisten oder die Bumper da festhalten. Und ja, da kommt Regenwasser rein. Sprich, wir müssen an den Stellen kleine Regenrinnen ins Armorflex reinschneiden, dass das einfach auch kontrolliert abfließen kann. Sonst staut sich da die Nässe da hinten. Wollen das wir ist nicht nicht so gut. Also man sieht, bei so einem Van-Ausbau gibt es einfach immer was zu beachten. Und man kann auch immer noch was dazulernen. So, da haben wir uns jetzt mal richtig schön verkünstet hier. Ihr seht hier die Nupsis. Wenn es hier nass wird, tropfen hier raus und gehen dann hoffentlich hier schön in einer einigermaßen geraden Bahn nach unten. Ja, danke an Sven Mama für die Idee hier. Sieht ganz gut aus. Wir werden danach hier, glaube ich, noch schön mit einem dünneren drüber gehen und das dann bis unten abschließen, aber dann kann die ganze Suppe hier einfach runterfließen. Ja, oder? So viel zur Theorie. Keine Ahnung, ob das auch so funktionieren wird. Hier musste ich nochmal schön eine Kurve nehmen, weil das sonst hier einfach runterläuft. Deswegen mal gucken. Wir sagen dem Wassertropfen Bescheid, ey, bitte raus, nicht rein. Soweit die untere Reihe einmal komplett durch mit 19 mm und schrauben jetzt wieder unsere Radkästen fest. Weil die dienen uns dann für die Bettkonstruktion. Klo-Konstruktion, das ist auch ein ganz guter Fixpunkt. Genau, und von da aus können wir uns dann überlegen, wie wir sozusagen hochbauen und ja, wie wir am besten die Unterkonstruktion machen. Das können wir uns jetzt gleich überlegen. Jetzt geht's mit Nieten. Oh. Wunderschöne Nietmutterzange aufsetzen. Okay, jetzt scheint es aktiviert zu sein. Und ab ins Loch. So. Oh ja. Da ist sie! Und die Dinger gehen auseinander, das darfst du nicht festhalten. Das zieht sich jetzt vor. Richtig? Okay. So, da rein, genau. Und jetzt. Ist ja selbst für dich super schwer. Ja, das ist schon schwer. Machst du schön. Sehr gut. Okay.
So, weiter geht's mit dem Isolieren. In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, wie wir hier nochmal die ganzen Flatterräume und Rahmen und so, die ganzen Klebefugen nochmal verstärkt haben, um eine bessere Akustik hier in dem Van zu bekommen. Und was man da ja noch machen kann, ist Alubutyl. Machen wir Alubutyl? Christian, richtig cool, dass das klappt. Erstmal Glückwunsch zum neuen Van, der sieht hervorragend aus. Vielen Dank. Wir starten jetzt gerade auch unserem Ausbau und sind jetzt gerade so bei der Dämmung. Und wenn man so im Internet guckt, da bist du oder ich nehme euch so ein bisschen als Alubutyl Gottfathers wahr, weil ihr habt da einige Tests gemacht. Und ja, jetzt wollte ich einfach mal fragen, wie eure Meinung zu dem Thema ist. Würdest du uns das empfehlen, ja oder nein? Also der aktuelle Stand sieht tatsächlich so aus, dass ich schon mit einigen Leuten darüber gesprochen habe und so manches Video nicht ganz so gut angekommen ist von mir, weil ich natürlich sage, dass Alubutyl, was den Camperbereich angeht, absolut gar keinen Sinn macht, weil man natürlich Dämmung draufbringt und vor allen Dingen, wenn wir mit Armaflex arbeiten, mit selbstklebender Dämmung, hebt sich das quasi so ein bisschen gegenseitig auf. Wir haben ja so ein paar Tests gemacht im Video, haben einmal mit Alubutyl, einmal ohne getestet und so weiter und so fort. Und auch hier ist es so, dass wir auch diesmal kein Alubutyl verwendet haben. Und die Praxis, das ist immer das, was so mein Ansinnen ist, die Praxis bestätigt im Endeffekt das Ganze nochmal. Und auch hier ist es so, dass Alubutyl für uns jetzt tatsächlich keinen Sinn gemacht hat. Ich sage ja niemals, dass das gar nichts bringt. Das stimmt natürlich nicht, denn die Fahrzeughersteller machen das ja auch. Ne? Wenn du mal genau in dein Auto guckst, vor allen Dingen vorne im Fahrerhausbereich, da wirst du auf dem Boden auf jeden Fall Betonplatten finden. Ne? Betonplatten, das sind so die günstige Variante vom Alubutyl. Die benutzen einfach so eine Art Teerplatten, die dann auf das Blech gelegt werden. Und ganz, ganz spannend ist, du findest das sogar bei dir im Haushalt, und zwar unter Waschbecken. Wenn du da genau hinschaust und dir mal einen Edelstahl-Waschbecken oder sogar eine Edelstahl-Duschwanne anschaust, ist unten drunter ist immer eine Betonplatte dran, damit das natürlich Schwingung vom Blech rausnimmt, damit, wenn du Wasser einlässt, damit das einfach nicht so laut ist. Wenn man jetzt bei dir dahinter schaut, ist es so, dass bei dir jetzt in den obersten Ecken kein Alubutyl vom Hersteller geklebt ist, was daran liegt, dass natürlich diese Querverstrebung, die du in den großen Blechen hast, im Endeffekt genau denselben Effekt hat. Es nimmt Schwingung aus dem Blech heraus, damit das ganze Auto in sich nicht so sehr, sehr scheppert. Und diese, man sieht es, du hast da unten so schön was weggeschnitten, ne? Du hast die Träger da rausgenommen, Ja. und die sind natürlich auch nur verklebt, um da zu bewirken, dass da nicht Blech auf Blech liegt, damit es nicht noch zu sehr mehr Schwingung kommt, sondern diese Verklebung zwischen den Querstreben dämpft diese Vibration tatsächlich nochmal. Und deswegen sagt sich der Hersteller, wir machen das wirklich nur da, wo es um Fahrerhaus geht. Hinten im Heckbereich macht das absolut gar keinen Sinn. Und so verfahren tatsächlich auch sehr, sehr viele Kastenwagenhersteller wie Pössl und wie sie nicht alle heißen. Auch die benutzen tatsächlich kein Alubutyl. Ach, das ist ja interessant. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen, das Krasse ist dabei, wie du schon sagst, ne, Gewicht spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Denn Alubutyl ist sehr, sehr schwer, vor allen Dingen, wenn man das wirklich in der Masse da verbaut. Und da geht es um Preis. Ne? Vor allen Dingen bei den großen Herstellern ist natürlich der Preis immer ein wichtiger Punkt, um danach später dem Kunden einfach ein günstiges Fahrzeug dahin zu stellen. Ich sage immer, kann man machen, man muss es aber nicht. Also das, wie du schon sagst, die Tests sind alle so gering, dass das wirklich im Nachhinein keinen Sinn macht. Und jetzt wird es noch viel, viel spannender, denn die Frage, warum macht ihr das oder warum verklebt ihr Alubutyl, konnte mir bis jetzt noch niemand richtig beantworten. Denn wenn ihr ja steht und euch hinten aufhaltet, braucht ihr diesen Effekt ja eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Dieses Blech scheppert nicht. Wenn Regen aufs Dach fällt, dann ist es eher schön und wird ja sowieso durchs Armaflex ja ein bisschen gedämmt durch die Dämmung. Aber das Allerwichtigste, wie man das auch hier bei mir sieht, sind Möbel.
Ne? Zum Beispiel Möbel, die man da reinstellt oder Verkleidung, die gefilzt werden oder. Das sind alles so Dinge, die im Endeffekt ein Auto sehr, sehr leise machen. Für alle Leute, die einen T3 fahren oder auch einen T2 oder einen VW T4 zum Beispiel, die einfach so ein bisschen Motorgeräusche dämmen wollen oder einfach für ein bisschen eine ruhigere Fahrt sorgen wollen, für die macht natürlich ein bisschen Alubutyl im Fahrerhausbereich natürlich Sinn. Aber wenn wir in den aktuellen Fahrzeugen reinschauen, Sprinter, Crafter, Ducato und da mal wirklich ins Fahrerhaus schauen, mal die Türen anschauen, eine Schiebetür anschauen, überall ist vom Werk tatsächlich schon Alubutyl verbaut. Für uns ist es ganz wichtig, vor allen Dingen den Leuten, das zu zeigen, die zum ersten Mal ausbauen, spart euch das Geld für genau sowas, steckt es aber dann dafür später lieber in Dinge rein, die elementar wichtig sind, ne? Wie zum Beispiel eine Heizung, eine Drehsitzkonsole mit einer TÜV-Abnahme und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die meines Erachtens viel, viel wichtiger im Van-Ausbaubereich sind, als einfach ein bisschen Schall zu dämmen. Schaut mal bei Amacell. Amacell ist der Hersteller von Amaflex. Die bieten jetzt tatsächlich auch eine Alubutylschicht an, die viel, viel dünner ist. Die ist 1 Millimeter stark, ist auch relativ schwer, ist aber nicht so stark massiv und die funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und die haben mal Tests gemacht, wie gut Alubutyl im Verhältnis zu den ihren Sachen ist, zu dünnerem Material. Und der Unterschied ist erstaunlich gering. Also von daher muss einfach jeder selber entscheiden, macht er es oder macht er es nicht. Ich persönlich würde es rein aus finanziellen Gründen und rein aus Gewichtsgründen tatsächlich nicht machen. Vielen Dank. Richtig cool. Sehr gerne. Mir viel Spaß gemacht. Richtig viel Informationen jetzt schon wieder erhalten. Ich glaube, wir hätten da jetzt noch 3 Stunden drüber reden können. Hätten wir tun können. Also wie Christian vertreten wir die Meinung, dass das Zeugs schon Effekt hat, wenn aber alle Möbel und ja, Isolierung drin sind. Ja, ich weiß nicht, ob man dann wirklich noch so einen krassen Effekt hat. Außerdem müssen wir ein bisschen aufs Gewicht achten. Zusätzlich kostet es noch Geld und zusätzlich kostet es noch Zeit. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, kein Alubutyl zu nehmen, nicht reinzumachen. Deswegen können wir jetzt schön weiter isolieren. Stimmt's? Und das machen wir jetzt auch. Wir haben uns heute mal entschlossen, das Wetter ein bisschen zu nutzen und draußen zu arbeiten. So schön. Es ist richtig herrlich. Und Anne muss noch ein Minütchen länger arbeiten und das gibt mir die Chance, euch was vorzustellen. Wir haben nämlich einen Prototypen einer TTT, also einer Trockentrenntoilette von Trobolo zugeschickt bekommen. Mensch, ich hätte nie gedacht, dass ich die beiden Wörter mal in einen Satz packe. Eine Prototypentoilette sozusagen. Die zeichnet sich dadurch aus, dass die besonders leicht und kompakt ist. Die nennt sich nämlich die Wandergo und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, das ist das gute Stück. Wandergo nennt sich das Ganze. Und innerhalb von ein paar Sekunden lässt sich das zu einer Trockentrenntoilette mit üblicher Sitzhöhe umbauen. Clever, innerhalb des Toilettendeckels findet ihr Zubehör wie Toilettenpapier und kompostierbare Klobeutel. Ja, das für mich beste Feature an der Wander ist, dass sie so klein und handlich ist. Die passt wirklich überall hin. Bei uns jetzt aktuell hier vorne in den Fahrerraum. Und sie ist so handlich, dass auch ich sie überall hintragen kann. Die ist extrem leicht. Und so kann ich sie hinstellen, aufbauen und kann sie auch in der Natur verwenden. Die Wandergo könnt ihr jetzt für einen Vorzugspreis von 199 € vorbestellen. Regulär kostet die 249 € und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt gerade noch mal ein bisschen Holzleisten-Nachschub geholt, damit wir heute nämlich fleißig an der Unterkonstruktion und an der Dämmung weitermachen können, weil das wäre jetzt so der nächste logische Schritt, damit Pablo vorankommt. So, falls ihr mal Probleme mit durchdrehenden Nietmuttern habt, ein genialer Trick. Wir haben jetzt hier einmal durchgebohrt durch die Nietmutter mit einem ganz kleinen Bohrer und dann einfach eine Schraube versenkt da rein
Und das blockiert das Ganze jetzt und dann muss man im Prinzip nur noch den Schraubenkopf abflexen oder abknipsen, was am besten geht. So, weiter geht's mit dem Isolieren. Ihr seht, es ist schon relativ dunkel hier in Pablo. Wir sind gut vorangekommen. Die Decke ist so gut wie fertig. Ja, auch die Seitenteile sind eigentlich großteils fertig. Wir gucken uns gleich nochmal die Türen genauer an, was wir da machen und ob wir da überhaupt irgendwas machen. Ihr seht, oben ist noch ein Stückchen nicht isoliert. Das liegt daran, dass wir nochmal eine Dachluke bekommen, eine große. Die packen wir genau an diese Stelle rein. Und ja, vielleicht isolieren wir schon mal die kleinen Stückchen an den Seiten, aber auf jeden Fall nicht die gesamte komplette Fläche. Das wäre Quatsch. Bei den Türen ist es ja so, da hat der Road & Board haben da auch schon ein sehr gutes Video zu gemacht. Die soll man ja eigentlich nicht isolieren. Der Grund ist im Prinzip dasselbe wie bei den Schnupsis da unten, dass durch verschiedene Anbauteile Wasser eintreten kann. Jetzt ist es so, dass gerade hier oben in dem Bereich, ich habe mal geguckt, im Prinzip eigentlich nur hier über diese Türöffnung Wasser eintreten könnte, wenn das hier irgendwie durch die Dichtungen sickert. Das ist eher unwahrscheinlich, deswegen werde ich wahrscheinlich eine große Fläche hier Armaflexen zum einen, dass es ein bisschen isoliert ist, aber auch gegen die Schwingung macht, damit es ein bisschen schallisoliert ist. Unten werde ich höchstwahrscheinlich nichts isolieren, damit das Wasser einfach perfekt abfließen kann. Staut sich unten die Nässe und dann gammelt euch das Holz weg und dann habt ihr auch eine höhere Luftfeuchtigkeit im Wagen. Da habt ihr auf jeden Fall nicht viel gewonnen. Viel Gerede, werde ich jetzt ein großes Stückchen hier drauf platzieren, sodass, falls sich hier irgendwie was bildet, Kondenswasser oder sonst was, das noch an den Seiten auf jeden Fall abfließen kann. Und Armaflex ist oder unser Insul-Roll ist ja geschlossenporig, heißt, da zieht eigentlich kein Wasser ein, sollte kein Wasser einziehen und das kann an den Seiten, falls was kommen sollte, getrost abfließen. Hier unten seht ihr dann auch, wo das Wasser abfließt, meiner Meinung nach. Ein anderes habe ich nicht gefunden. Und es ist einfach so, dass hier die Dinger, die Türöffnungen nicht 100% wasserdicht sind. Da kommt Wasser rein, fließt nach unten und fließt dann durch irgendwelche kleinen Löcher ab. Das ist alles kontrolliert, das ist auch bei normalen PKWs so. Das ist eigentlich an allen Stellen so, deswegen da nichts reinstopfen oder wenn nur so, dass es abfließen kann. So, ihr seht, die obere Fläche ist isoliert, aber auch nur wirklich die grobe Fläche an den Seiten, falls da doch noch irgendwie Wasser eintreten sollte. Gerade hier kann es dann noch runterfließen. Die untere Fläche lassen wir komplett unisoliert. Ja, da müssen wir uns Gedanken machen, ob wir irgendwie Isolation am besten vor die Türen bauen. Aber ich denke, hier oben ist es vertretbar, eine große Isolationsfläche drauf zu machen. Gerade weil da jetzt keine Eintrittspunkte sein sollten. Bei der Schiebetür sieht es ähnlich aus. Ich habe jetzt hier einmal großflächig gedämmt. Und hier hinten seht ihr, hier an der Verbindung kann auf jeden Fall Wasser eindringen. Und dann kann das hier aber kontrolliert runterfließen. Und dann hier die Schiebetür innen runterfließen und aus dem Loch austreten. Unten werde ich hier auch nicht dämmen, damit da erst gar nichts anfängt zu gammeln. Aber so wie ich das sehe, sollte das hier oben safe sein. Wenn ihr dazu eine andere Meinung habt, gerne in die Kommentare. Es kann natürlich sein, dass sich hier oberhalb der ein oder andere Tropfen Kondenswasser bildet. Ich gehe trotzdem von aus, dass das hier jetzt dann noch runterfließen kann und an den Seiten runter. Falls dem nicht so ist, ich werde da auf jeden Fall mal reingucken, wie das Ganze aussieht. Dann muss ich das eben wieder entfernen. Ich finde aber, an der Akustik hat sich auf jeden Fall schon was getan und es ist einfach nochmal ein bisschen gedämmt. Hört sich satter an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Während Fabi gestern die Nietmuttern reingemacht hat und heute auch nochmal, wir sind gestern fertig geworden. Also während Fabi das gestern fertiggestellt hat,
habe ich in der Zwischenzeit schon mal die ganzen Leisten für die Deckenverkleidung mit Hilfe der Kappsäge zugesägt. Es sind jetzt noch 5 Stück und die müssen wir jetzt noch einbohren, senkbohren und dann können wir die anbringen. Darunter wird noch Armaflexband geklebt. Ja. Genau, wir müssen die nämlich einbohren, weil wir nicht mehr die passenden M5 in lang haben. Wir haben noch 1 Million M5 in kurz. Deswegen müssen wir jetzt ein wenig vom Futter wegnehmen. Aber das hält auch so. Das ist ja wirklich trotzdem bombenfest, das Ganze. Und das machen wir jetzt. Dann sieht das schon echt gut aus, muss ich sagen. Sind wir schon weit gekommen. Wir werden dann bestimmt die Holme ganz am Ende noch mit den 9 mm ist das, glaube ich. Ja, 9 mm drüber kleben, damit auch dann die Holme überdeckt sind. Morgen kommt noch die Hohlraumversiegelung. Die werden wir dann in die Holme vorher noch reinsprühen. Sonst werden wir die nicht weiter dämmen. Und dann ist das schon so gut wie fertig. Ich will die Holme nur noch nicht alle voll isolieren, weil wir vielleicht noch irgendwo die eine oder andere Nietenmutter platzieren müssen. Das müssen wir dann sehen, wenn es dann in Richtung Bettgestell, Dusche und so weiter geht. Deswegen macht das an der Stelle jetzt noch keinen Sinn. Jetzt machen wir erstmal die vorgesägten Bretter rein. Und ja. Dann schauen wir weiter. Erstmal essen wir noch ein paar Dinkel. Oh, die sind der Hammer, ey. Die sind richtig lecker. Echt geil. Gut. Aber bevor wir starten, die Leisten anzubringen, werde ich erstmal noch hier, bin zu klein, hier 3 mm Armaflexband drunter machen. Dann sind die auch geschützt, isoliert und dann können die Leisten rein. Jetzt überall noch Unterlegbuttern drauf, weil das Holz jetzt ein bisschen verletzt ist, weil wir ja in der Tiefe gebohrt haben. Schon machen wir jetzt da noch Unterlegscheiben, nicht Unterlegmuttern, Unterlegscheiben drauf. Und dann sind wir schon relativ weit gekommen. Wir müssen dann erstmal ein bisschen warten noch, bis wir ein neues Armaflexband oder Insulrollband geliefert bekommen haben. Aber an sich finde ich, sieht es hier drinnen schon ziemlich gut aus, oder? Mega, ja voll. Vor allem, wenn es dann mit der Elektrik losgeht, kommt schon relativ schnell der Hängeschrank, das Bettgestell. Und ich glaube, dann nimmt es Form an, aber gerade so die ersten Grundarbeiten, die ziehen sich natürlich so ein bisschen. Ja, aber eine gute Grundkonstruktion und gut isoliert, das ist, glaube ich, schon echt eine Menge wert. Dann geht es nachher auch ein bisschen schneller voran. Wir versuchen uns da wirklich Mühe zu geben mit der Grundkonstruktion, weil da spart man später einfach übelst viel Zeit, wenn wir dann nachher die Decken, die Schränke und alles Mögliche hier fixieren. Die ist jetzt noch nicht zu 100%, aber ich glaube, ihr bekommt eine ganz gute Vorstellung, wie das jetzt am Ende dann hier so aussieht mit der Grundkonstruktion und mit der Isolierung. Robotyl haben wir ja gesagt und lange drüber gesprochen, machen wir nicht rein aus gegebenem Anlass. Ja, soweit sieht es ganz cool aus. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge wieder ein bisschen gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Video auch wieder mit am Start seid. Yes, auf jeden Fall. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut alle zusammen. Adios, amigos. La 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 la